Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern. Heute zur Geisterstunde mit dem gruseligen Jonathan und der gruseligen Niki. Unser heutiges Video ist Haunted. Haunted, genau, das ist das Stichwort. Und zwar befinden wir uns gerade im Crescent Hotel in Eureka Springs. Das Städtchen befindet sich in Arkansas. Genau. Und ja, wir haben uns da eingemietet und zwar aus dem Grund, weil es hier 2 Gruselzimmer gibt, wo es spuken soll. Ja, es soll, glaube ich, auch eines der Most Haunted Hotels angeblich sein. Wir wissen nicht, ob es Marketingstrategien sind oder echt, aber in diesem Video werden wir es herausfinden. Ja, wir haben dafür einiges an Utensilien mitgenommen, die eben in der Lage sind, solche Geisteraktivitäten zu registrieren und anzuzeigen. Und außerdem nehmen wir auch in der Nacht an einem paranormalen Geister-Investigation-Tour teil, wo eben eine nette Dame ganz viele Utensilien mitbringt. Zum Beispiel eine Kamera, die eben Geister wahrnehmen kann. Über Wärmebild oder Infrarot oder sowas? Ja, oder? Über Wärmebild beispielsweise oder Infrarot. Und außerdem hat sie auch solche Geräte bei, die eben auf elektromagnetische Felder reagieren, so wie wir auch eins dabei haben. Und noch einige andere Geräte, die werdet ihr später dann noch kennenlernen. Ja, und wir wollen die beiden Spukzimmer dann mal genauer unter die Lupe nehmen und haben uns dort einquartiert. Ja, und du hast die wichtigsten Utensilien vergessen. Die wichtigsten Messgeräte. Ja. Uns. Unsere Träume, astral, wie auch immer, oder wie wir wahrnehmen und fühlen. Also das beziehen wir natürlich auch mit ein, nicht nur die Messgeräte. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Wir werden euch auch das Hotel vorstellen, wie es dort aussieht, wie die Zimmer aussehen, die beiden Spukzimmer. All das werden wir euch zeigen. Wir werden euch auch Ausschnitte aus der Investigation Ghost Tour zeigen. Und natürlich auch werden wir über unsere Ergebnisse sprechen, die wir aus dem Bezug der 3 Geisterzimmer oder Spukzimmer dann eben schließen konnten. Ja, dann lasst uns starten. Ja, wir hoffen, dass ihr viel Spaß habt mit dem Video. Kann sein, dass es ein bisschen länger wird. Ja. Ne, weil wir hatten überlegt, das irgendwie in 3 Videos aufzuteilen und haben uns dann gedacht, ach komm, hauen wir alles in ein Video rein und fertig. Ja. Ja, als erstes beginnen wir mit den paranormalen Aktivitäten während der Investigation Tour. Ja, und danach werden wir die beiden Spukzimmer vorstellen und auch unsere Ergebnisse und Erlebnisse in diesen Zimmern euch mitteilen. Also bleibt dran, es wird richtig spannend, ja. Können wir nur sagen. Mhm. Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß. Bis gleich.
Oh, so ein schöner Weg, oder? Oh ja. Mhm. Und tagsüber war es immer sehr gechillt. Jetzt müssen wir erstmal den Weg nach unten finden. Ah, da findet die Geistertour statt. Vielleicht geht es hier entlang. Überall im gesamten Hotel gibt es Spiegel. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Nein. Vielleicht ist das der richtige Weg. Einer der vielen Wege. Oh, das sieht gut aus. Auch eine Schlosskatze haben wir hier. Komm mal her. Hier werden auch regelmäßig Geistertouren angeboten und gerade vor 5 Minuten standen hier noch einige Leute, die die Geistertour mitmachten. Und die Geisterführerin sagte, hier links oder rechts soll ein kleines Mädchen sitzen. So, jetzt gehen wir ein wenig durch die Burg. Und erkunden mal die Umgebung. Also hier kann man auch draußen sitzen. Hier kann man auch Schach spielen, wenn man möchte.
diverses anderes. Diverses anderes Holzspielzeug. Holzspielzeug. Guck, hier gibt es doch noch was. Du kannst ja sogar 4 Gewinn spielen. Ja, das kannst du mal gucken, ob Frank gegen dich gewinnt. Sicherlich. Jetzt hast du es doch gar nicht aufgenommen, wie es sein soll. Monkey. Gehen wir zum kleinen Pavillon. Da sieht es so süß aus. Also gibt es noch einen Schlossgarten. Da hinten gibt es eine große Pool links. Wir haben vorhin schon irgendwie so ein Gespräch aufgefangen. Da wurde darüber gesprochen, dass das ja irgendwie an Shining erinnert. Ich hoffe, ihr wisst noch, um welchen Film es da ging. Mit Jack Nicholson. Hier gibt es den ersten Pavillon. Da kann man halt hier auch draußen sitzen. Das ist anscheinend eine Art Café. Das ist ein Jacuzzi. Im Dunkeln. Also es hat schon hier so ein bisschen eine Gruselatmosphäre. Den ersten Geist sehen wir schon. Vielleicht könnt ihr ihn auch sehen. Das ist der Burgkater. So, natural energy is static electricity. That's what we're made out of.
lightning is natural energy, right? So if I get close to this thing, it will make it go off kind of crazy. When spirit is using it, it will be 1 light at a time, 2 lights maybe. Sometimes it sounds like a response. Thank you, you're welcome. You can kind of infer from the tone of the machine, which sounds silly, but it really is a thing. When you hear it, you hear it. And it's kind of a fun piece of equipment for them to touch, especially the kids in the hotel like this one. Anything that lights up is pretty much their favorite kind of equipment. Now, one night, we were doing an investigation. I'll tell you about the cat, right? So we're doing our investigation, and we did have somebody listening to the spirit box, and they heard the word fluffy, but I didn't really take much credit for that, or hold much weight to that. And then my REM pod starts going off in a circle, like very methodically. And one of my guests on the investigation was like, you know, if I didn't know better, I think that was a cat movement. And I'm like, well, if you think it was a cat, wouldn't they be playing with the cat balls? And that's when the cat ball went off. And I was like, oh, that's a cat. I like that. That's why they said fluffy. Of course, the fluffy cat. So I thought that was kind of cool. Also, I have another investigator friend that does this, my counterpart that does the other nights. And he's always getting these awful things like, go away, and they don't like him. And he goes, and then you get a kitten? And I'm like, yeah, I did. So, lucky me. So, there we go. Then I bought the SB7. Because it is pocket sized, it is streamlined, it is one channel, and it has a lot of options for how fast or slow it would run, and it's a good little piece of equipment. It was my favorite until about a month ago. And I had to buy the SB7 Pro because I have a problem. So this is also fairly easy to use. The benefit for this, though, is that it has a sensor in the front of the box. So if you've ever heard a spirit box, maybe on some of the ghost channels or something, it is white noise with little blips of radio, and it can be a lot to listen to. So this has an option, so I can set it for an infrared scan or an REM scan. When the plate is broken or the front of the sensor is broken, it will turn the machine on. So you don't have to listen to it all the way through. You could actually have some peace in your investigation. So you could have EVPs and things like that instead of just listening to ghost box. And we also have my noise canceling headphones. So we can do Estes method. Estes method was created in Estes Park, Colorado, because as human beings, we have something called pareidolia. It's something that naturally happens to our brains that makes connections. It's a good thing, but if you ever looked at the front of a car and seen eyes and a smile, then that's our pareidolia, right? What also happens is that if I'm an investigator asking questions and I hear something over the radio, I'm going to infer it answered my question, you know? But if somebody in the headphones, noise-canceling headphones, has not heard the question, but they're still giving the right answer or intelligently responding, it becomes more credible. So that's why we... So these are all of our trigger items we found in the backyard in 2019. I believe these are formula number 5 that he was using to cure people. They look like they're part of a batch. Somebody on a medical person on tour one time said this looked like lung tissue, that the gold stuff up there looked like fatty tissue. The only one I am very sure of is this red bottle. It is magnesium. Its chemical reaction turns glass red over time, and so that's the only one I'm really sure about. But take a look. They, again, are all from Norman Baker's time, and again, they're kind of our trigger items for this investigation. When you're all done checking them out, though, come back into the autopsy room. That's what they called it. And we'll start our investigation in there. So the reason we have a morgue here in the hotel is because originally this was the kitchen, and they didn't have electric refrigeration, so they used an ice box to keep things cool. So this is just a very insulated room. They put a big block of ice in the center, kept meats and cheeses from going bad. By the time Norman Baker got here, they already moved the kitchen up one floor and put modern appliances in it, and he's using it for bodies instead. And that drain is the original drain that Norman Baker put in. So we do get some weird things around that drain as well. Now, the trigger items I was talking about is because Norman Baker decided at some point, even though he swore he did no surgeries or x-rays, he was going to start, after they passed away, taking affected tumors and affected organs out and keeping them in jars.
right? And they buried them in our backyard. We didn't know that, and in 2019 we found them. So if you guys want, now we're also gonna do a little welcome to the ghosts, because I find if I don't, I'm breaking protocol, and then I get in trouble. So. Spirits of the Crescent, whoever is with us tonight. My name is Jinx. Some of you know me, but I've also brought my friends with me tonight, and so I hope to get some good communication and connect with you tonight. So if you have a piece of equipment and you do not know how to turn it on, I will gladly help you. I'm also going to kind of let you guys hear what a spirit box sounds like in case you have not experienced one before you volunteer to get in my headphones. Can you hear how that's running through? And little bits of the radio will come through. Now, when you get something to come through, don't worry if you don't hear anything at first. When you hear it, it will come through so clear, you'll be like, oh, okay, I get it. For instance, perfect. For instance, we were doing an investigation last week, and I had my Ovilus out, but my Ovilus is having a problem right now, so she's at home. But the name Sally came up over an Ovilus, and we said, who's Sally? And over the spirit box it said, somebody new. And we were like, I definitely think that's talking to us, so I thought that was kind of cool. We definitely heard it very different. Sorry, that was just really sensitive. I gotta turn it down. It's getting her sitting there. So let's maybe shine maybe into the ice box. That would be a good spot for that. Just maybe put it on the floor so it's shining back into that space where we can't see. Again, that anywhere our eyes are going to be, where it's the darkest, where we need that light. You put it right on the door jamb there. There we go. Just hold that green button down there until it turns on. If it doesn't, sometimes she's fickle. There she goes. I'm more worried about y'all getting hurt on a cat ball. So that's the important part. The dead bell, there's a little knobby thing. You just turn it. Oh, you put it in there. Did you turn the knob? Which way? Turn it to the right. Almost all the way up to the end. And we'll turn our REM pod on. Me too, bro. I'm looking at my audio too. Thank you. Who is with us? Can you tell my friend in the headphones so we know who we're talking to? Thank you. Just a little like, maybe I can. I'll try. I will say most of our spirits here at the Crescent are so friendly, almost funny. Like, one time they came through with "Witch, please," and I was like, wow, they got a lot of attitude here. But mostly we have a lot of fun and they're very lighthearted. But I'm also trying to be super legit, so you'll see me adjusting. I just can't stand it if it's not. Jeg ser mig hårdt, ne? Oh, there we go. Oh, little green light down here. Thank you. Who's coming in? Who's here with us? Green is someone that's coming in? No, it's just lit up, so it looks like, because it's motion, it's like, when something gets close to it, it goes off. And nobody's near to it, so I kind of think that's cool. Oh, yeah, they just went off. Maybe they came into the room with us. Yeah. Mm-hmm. Who's here? Yeah. I'm going to turn that dead bell down just a smidge. That's me. That was me. That's the bell. It's a little sensitive. You're afraid to talk to Chris. He's funny. He's got a good sense of humor. Yeah. Oh my gosh. That's... But look, he's like, yeah, you know, we're trying. It's got their back. After you said that, they're excited for y'all to be here. So, yeah, that worked out good. Thank you. Who's back? Are you talking about their back or your back? Or they're like, oh my God, they're back. We do have like, okay, I had this medium on one of our tours one night, and the mediums that are really mediums wait till way after the tour to come and talk to me. They want to say it in front of everybody. In fact, one of my favorite stories about this area, and he came through on Wednesday night, is a hotel employee named James. He was here in the late 1920s, and he went to defend a woman. The man was mistreating her, and I think he was even physically hitting her. And so James went to break it up. The man pulled out a gun. James went to turn and walk away or run away, and the man shot him in the back. But the man got let go because he was apparently using self-defense against James, and he usually comes through with injustice, not fair, something like that. But that happened just 2 floors above us, and so I think that's why it comes through here for sure.
James, if you're here with us, you want to communicate? Actually, Norman Baker is one of my best, go-to activity. Like, he loves the EMF detectors. And so he'll make those go off. Hello. Siehst du schon ein paar Kinder? That's a little Norman Baker there. I mean, he's pretty reliable for activity, but you never know what kind of mood he's in, I suppose. Also, I almost forgot to tell you one last thing. Can you see? Can you see? I can't see. Can you show yourself? Light up the ball. Yeah, light up that ball. I know you can do it. I know you can. We like you. You can stay. Oh, we want to play. Michael, are you here with us tonight? There's someone in the middle, I think. Breckie, are you down here with us? Can you give us your name? Maybe over the spirit box, like you can talk to the radio. Just so we can respectfully. I am relying on you. I'm sorry, but you are my most reliable ghost. So yes, I am. But if you are here and you can help a brother out. Last Wednesday night, we had this really cute lady that I told her about the kids, and she said, "You know, when my Distant? Distant? I don't know how that relates, but keep that in mind." Maybe he wants to be his distance from me. He's like, keep me away. We had this nice little lady that she said, you know, when my kids were little, if I wanted them to interact with something, I'd be like, she said, so she told the kids, she said, I bet you can't touch that ball, and I'm going to count down to 10, and by the time I get down to 1, you better have touched the ball, or let us know that you're here. And so she starts the countdown, she gets to 3, and the person in the headphones goes, you're wrong. And then the cat ball went off. We were like, ooh, that's fun. I like that. Whoever is here with us, we'd like to know a little bit more about you. Can you share anything else with us? Do you have, oh, thank you. That'd be good. If you can, do you have a favorite flavor of ice cream? I don't know, I try to be a little bit more creative. I'm sure they always get tired of hearing, like, where are you? When are you? Are you sad? Are you happy? And not all spirits know they have passed away. Most of our intelligent haunting responses are people that definitely know that they've passed away. But I did an investigation at a flower shop locally here, and there was a spirit in the shop that did know they had passed and one that did not. And the one that did not know she had passed was annoying the one who knew he had passed. So he was like, please help her move on. She was kind of like a wailing woman, I think. We figured out. All the way around? All the way around. So we did think that she had had a car accident and that she didn't know she, so that's why. So we tried to help her move on, but he wasn't wanting to go. He was like, by the way, leave me here. I like it here and I'm not going to annoy anybody, but she got to go. It was so funny. I can't remember what you said, but it was significant. I feel it was significant. They're back. Oh yeah, that was Thursday. That's when I was talking about something about Norman Baker or something like that. And they said they're back, and I don't know if they were. See, I told you not about it. That is so true. Like, oh my god, again. Well, like I said, they do get tired, and like I find that our most active times of the year are like in January, where the hotel is so slow. They're desperate for interaction. When COVID was going on, I have a medium friend. Oh, hier ist hier definitiv jemand anwesend. Wenn ich die Augen zumache, merke ich es. You hear something you recognize too? Yeah. That's good. Yeah. Oh, there he goes. It's lifting up. That must be my. Is that you, Norman Baker? If it's you, can you light that up to red? It's just the cat. Can you push it up? I know, right? Is it the kitty cat? Kitty. Come on. That cat thing happened right after we got our brand new hotel kitten, and that's why I think it agitated the cats in the hotel to come and be part of the investigation, because the kitten was getting all the attention. Oh, there you go. You did so good. You got up to orange. I know you can do a little bit more than that, though. I know. You got it. Come on.
doing so good. I wonder if they went to the prom tonight or not. Right. Well, that's it. Oh, there you go. Maybe you went to the prom. That's so fun. I'm so glad that you got to have that experience. It was like they're doing a little beat too. They're still partying a little, but they're wearing out. That's what. Like I can't go. I did not ghost at bedtime. Oh, they do here. That's why we end our investigation at 1 o'clock. Because the very first paranormal lockdown that we had. Okay, so paranormal lockdown is an event where we do not have any guests in the hotel. We shut off all the lights at 8 o'clock, and we let everybody run amok in the hotel till 3. Oh, how fun. Like, basically just open for them, go ahead, do whatever you want, bring your own equipment. We had some to divvy out and stuff, but anyways, 1 o'clock in the morning. And then I was like, did they want us to, like, those felt like ugly lights in a bar? Like, you're ready to go home. Go on home. And You got to go home, but you can't stay. yeah, and if we go over 1 o'clock, a lot of times we'll get, like, go, bed, done. Like, they'll let us know. Thank you. Yeah, she told me it's not my English, it's not my original language, so I I gotcha. No worries. Oops, that's a silly little cat. Oh, there's nothing behind me. What did I step on? Absolutely nothing. I stepped on air. Felt like I stepped on a foot. Well, I'll put the headphones on for a little bit. I want you guys to be able to ask questions without me hindering your questions. And I feel like, again, they like you guys better sometimes because they talk to me way too much. They know what I know. Oh, maybe I shouldn't sit on the drain. That's probably not a good idea. All right. Oh, it's still there. If you enjoyed the prom, can you make one of the devices light up? Every day. If you didn't like the prom, can you make one of? Oh, you don't like the prom? Nope. Oh It's going no! nuts. I didn't like the prom. They did not like the prom. It was too loud. Too many kids, get out. Can you make one of the devices light up if the kids were being disrespectful? No. Just not a fan. Was it the music? Well, kind of lit up. Clothes dryer. No. Clothes. Did you not like the clothes of the prom? Maybe it wasn't just the prom. Oh. Is it bedtime? Bedtime. It's a bright drive. That's crazy. That is crazy. That's crazy. It's definitely. It's my bedtime too, man. I get it. He was groggy on the way over here. Yep. Do you like being here? Can you make one of them light up if you like being here? The way that is a big cat. Meow. I'm talking to Zeus now. Oh. Cat. Maybe this is a cat. No, this could be a cat. Maybe they're just a cat ghost. They're like cats. Yeah, did you just leave? Or did somebody else join us? One more. Oh, Or just one more. Oh, okay. Welcome, new guest. Right. Can the new guest touch the REM pod? Women. Women. I did ask about gender. You did. Cancer. Oh. Oh. Dang. Were Passed away from you? cancer? Days.
Were you 16 when you passed away from cancer? I guess a bit more of a yes or no. Every day. How many are in this room? Alrighty. Bean. Just out of curiosity, is anybody's nickname Bean? Okay, because that's what I call my kids. So I don't know if I was like, maybe that's for somebody else, but that was kind of funny. I hope you're having a good night. Turned 40. Oh, Turned 40 today? huh? Happy birthday. What else do you say that? David just turned 40. Not, no. Okay, If it's a good. ghost or what? He was Maybe about their my age. Maybe they, oh, were you? Yeah, well, yeah. Oh, they must have turned 40. I don't know. That's a good one. I like that one. Thank you. Have you been in this hotel for a long time? You can touch one of the devices if it's yes. Is there anything else you want to say? Still has something more to say. Is there anyone still here? Das ist cool, das Gerät, oder? Das. Did anything happen on the 4th floor? There's somebody in the hallway. No one here. I've seen that. I saw someone in the corner of my eyes. That's a mouse. Yeah, little guy. He was right there. What the fuck is that? I'm so curious. What was the response to nobody here? There's a little mouse right there. Like, we saw Boo. We're like, no. So I thought, I was like, was there something in the hallway? And then like, nobody. It's not that. No, they're like, don't look at the mouse. Forget it. Oh my gosh, that's so funny. You all did pretty good tonight. I hope you guys have had a lot of fun. It seemed like the spirits had a lot of fun. One thing I was going to tell you, and I got distracted. Die Klingel hat geklingelt. I love that you're communicating with us. One of the things I was going to tell you guys that I got distracted was one of my medium friends, when COVID was going on, she said that spirits were coming to her that didn't normally come to her because there was no people in Was their denn da places. los? Because they are just people that want to connect. So they were like, where are all of our, like, those public places they usually hang out in, where's all the people? So that's why I think, like, when we have our winter time, they get, like, they want to connect with people so bad. Wenn they're da so was anxious. los And then ist, when they have a bitte big die party, they're Klingel like, you know, we already betätigen. had our social Das soll was interaction Rotes for the dauern. day. Kind of like me, they just Was wanted to go Rotes home taucht and nur be done auf, with wenn the da whole ein Mensch ist. and then one more thing I want to talk about before we end our investigation. I bruised my tailbone. It's kind of hard for me to get up and down for a little while. Those are really hard to heal.
It is attachment. I feel like that's very important for us tonight. If the most important thing about avoiding attachment is that whatever you do, whether it be a special prayer that makes you feel good, imagining white light all around you. In fact, my best friend works at the hotel here Das sieht in the day seltsam spa, aus. and she's very sensitive. And every time she leaves the hotel, she does a snappy thing with her fingers over her head, and she believes that that keeps the spirits here. And that is the most important part: is whatever you do, you believe that that is working. Whether it be as simple as you're not welcome to go with me, or once they go, you're not welcome to stay here. But if they do go home with you, a couple of things. Heute Nacht schlafen wir im Michael Room. Das heißt, das ist ein Hotelzimmer im Crescent Hotel, in dem es nachts spuken soll. Und zwar der Geist Michael geht hier um. Und das wollen wir dann heute Nacht mal testen. Ob wir vielleicht etwas in dieser Richtung wahrnehmen. Und wir werden euch natürlich davon berichten. Hier scheint schon jemand Michael gesehen zu haben. Im Hintergrund sieht man das Crescent Hotel gemalt und vorne das Gesicht von Michael. Hier noch ein Bild von Michael, wie er seinerzeit im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Die Lebensdaten von Michael und Theodora, den Geistern, die angeblich die Räume 218 und 419 im Crescent Hotel in Eureka Springs heimsuchen, sind historisch nicht eindeutig dokumentiert. Michael, er wird als ein irischer Maurer beschrieben, der 1885 während des Baus des Hotels durch einen Sturz vom Dach ums Leben gekommen sein soll. Es gibt keine genauen Angaben zu seinem Geburtsdatum oder seinem vollständigen Leben, da keine historischen Aufzeichnungen einen spezifischen Arbeiter namens Michael eindeutig mit diesem Vorfall verknüpfen. Seine Geschichte basiert auf mündlichen Überlieferungen und sein Tod wird auf das Jahr
1885 datiert, während das Hotel 1884 bis 86 erbaut wurde. Und wir haben für Zimmer 218 ein Trifeldmeter dabei. Das ist dieses Gerät. Dieses Gerät spürt eben elektromagnetische Felder auf. Und sobald ein elektromagnetisches Feld plötzlich auftaucht, schlägt das Gerät aus. Dazu dreht man den Knopf. Aber wir sind doch auch elektromagnetisch. Was machen wir denn dann nur? Ja, also ein Geist, befindet sich ja in seinem sogenannten elektrischen Körper oder Überlebenskörper und manche sagen auch Astralkörper. Und dieses Feld, das in Kraft tritt, sobald ein Geist versucht, in der physischen Realität irgendwie Einfluss zu nehmen, wird sehr stark. Und dann schlägt eben dieses Gerät hier sehr stark aus. Einige Elektriker benutzen das zum Beispiel, um Leitungen hinter der Wand aufzuspüren. Oder UFO-Forscher benutzen das, um Portale zu registrieren, die UFOs nehmen, um eben in die Matrix zu kommen oder in eine andere Dimension zu springen. Und dieses Gerät werden wir heute Nacht eben anlassen. Und sobald das Gerät heftig ausschlägt, dann wird das Geräusch sehr laut. So zum Beispiel. Und jetzt zeigt das Gerät gerade 0 an. Wir können ja mal fragen, ob Michael schon da ist. Michael, bist du schon hier? Vielleicht möchte er nicht ins Bett steigen. Vielleicht müssen wir es außen hinhalten. Vielleicht wollte er sich jetzt nicht dazwischen drängen oder so. Er kann ja hier neben mich kommen und dann sein elektrisches Feld mal verstärken. Da hinten hängt Michael an der Wand. Und egal wie man steht, Michael guckt einen immer an. Michael, bist du schon da? Michael? Michael, dieses Gerät, das ich in den Händen halte, dieses Gerät kann deine Anwesenheit aufspüren, je näher du dem Gerät kommst. Mehr musst du nicht machen. Michael schläft noch. Michael ist noch bei den Geistergruppen. Ja, er ist noch beim Geisterscout. Naja, es gibt ja hier Führung im Hotel. Geisterführung. Stimmt, ja. Wir haben ja auch so eine Geisterführung mitgemacht und die Leiterin dieser Führung ruft dann immer Michael, um mit ihm zu kommunizieren. Wahrscheinlich ist er jetzt noch bei dieser Geistertour, die ja oft um 11 oder 12 Uhr nachts erst anfängt. Na, jedenfalls haben wir schon die eine oder andere seltsame Sache hier in diesem Zimmer erlebt. Ja, das haben wir in der Tat. Und zwar haben wir schon hier in dem Zimmer Geräusche an der Tür gehört, als würde jemand mit irgendwas Metallischem an die Tür klopfen. Mhm. Ja. Und dann, was war noch? Ach ja, genau. Wir sind dann zum Essen gefahren und haben die Balkontür zugemacht.
Ich habe sogar noch an der Balkontür gerappelt, damit sie nicht aufgeht, beziehungsweise geprüft habe, dass die Tür auch wirklich verschlossen ist, die Balkontür. Denn sonst wäre ja Frank vielleicht auf Wanderschaft gegangen. Was er dann ja auch irgendwie ist. Ja, und als wir zurückkamen, war Frank nicht mehr im Zimmer und die Balkontür war auf. Und das war schon sehr seltsam, fand ich. Weil ich extra noch an der Balkontür gerappelt hatte, also gezogen hatte, um zu gucken, dass sie auch wirklich zu ist. Und sie war zu. Und als wir zurückkamen, habe ich gesehen, oh, die Balkontür ist auf und Frank hat natürlich die Chance genutzt und ist dann erstmal ein bisschen auf Wanderschaft gegangen. Ne? Ja. Aber da war ja noch was, ne? Mit der Klima. Ja. Ja. Ja, ich habe schon die Sachen hier ins Zimmer gebracht, als wir eingecheckt haben. Du hast ja noch unten mit Frank gewartet. Und ja, Raumtemperatur war super. Hat nicht gestört, war perfekt. Und dann bin ich ja zu euch. Wir sind mit Frank langsam hochspaziert, haben uns auf den Balkon gesetzt, die Aussicht genossen. Du bist kurz reingegangen und ja, bist wieder rausgekommen. Ein paar Minuten später bin ich reingegangen und dachte mir, es ist aber ziemlich kalt hier. Warum ist es plötzlich so kalt hier? Und habe gemerkt, die Klimaanlage ist an. Und mir war vorher überhaupt nicht aufgefallen, dass wir überhaupt eine Klimaanlage haben. Und dann habe ich dich gefragt, wieso machst du die Klima an? War doch schön mit der Temperatur, war doch alles gut. Und du hast gesagt, du hast die Klima nicht angemacht. Und ja, wie gesagt, ich hatte noch nicht mal registriert, dass hier überhaupt eine Klimaanlage ist. Aber die Temperatur stand auf 73 Fahrenheit. Und 73 Fahrenheit ist einfach nicht unsere Temperatur. Oder nicht unsere Zeit, wie du gesagt hast. Ja. Wir stellen sie nämlich immer auf 72 oder 74 oder 76, aber nie auf 73. Nee. Das war sehr verwunderlich, weil dann hast du gefragt, ob ich die Klima angemacht hätte und ich habe gesagt, nein, ich wusste nicht, dass hier eine ist. Dann habe ich dich gefragt, warum ist denn das hier so kalt? Hast gesagt, ist doch schön, aber wahrscheinlich, weil du gedacht hast, ich habe sie angemacht und du hast gesagt, du hast sie nicht angemacht. Jedenfalls war die Klima plötzlich an und keiner hat sie angemacht. Ja, das war schon ziemlich überraschend mit der Klimaanlage, fand ich. Also, weil jeder von uns dachte, der andere hat sie angemacht, ne? Was keinen Sinn eigentlich macht. Ich dachte auch, als ich hier reinkam, dachte ich, warum ist denn die Klima an? Die Temperatur war doch in Ordnung. Darum ist uns das erst später aufgefallen und nicht sofort, weil jeder vom anderen gedacht hatte, er hätte die Klima einfach angemacht. Ja. Ja, bis Niki dann sagte, ja, was ist denn, warum ist das denn hier so frisch? Ne? Und dann habe ich natürlich erkannt, dass sie die Klimaanlage dann nicht angemacht haben konnte. Nee. Ja. Ja, wenn es jetzt etwas wärmer gewesen wäre oder etwas kälter und die Rechtfertigung wäre da gewesen, die Klima einzuschalten, ja, dann wäre es uns wahrscheinlich nie aufgefallen. Ne? Nee, aber ich meine, draußen ist jetzt noch nicht gerade Hochsommer, also bestand kein Klimabedarf, sagen wir es mal so. Ja. Also einige Sachen sind hier schon passiert, so Kleinigkeiten. Wir sind darum mal sehr gespannt, was heute Nacht passieren wird. Vor allen Dingen ja auch hier mit dem Gerät. Ne? Man sieht, wenn ich da dran gehe, dann reagiert das Gerät, ne? Aufgrund meines elektromagnetischen Feldes. Ne? Ist nicht viel, aber so ein Geist, der hat natürlich ein stärkeres elektromagnetisches Feld und das reagiert dann auch besser, ne? Und intensiver. Und wir sind mal gespannt, ob heute Nacht was passiert. Und wenn nicht heute, dann hoffentlich morgen. Denn dieses Hotel, das Crescent Hotel, hat 2 Haunted Rooms. Eben das hier von Michael und das von Theodora. Und ja, wir haben eine Nacht in jedem Zimmer gebucht. Ja, ne, also wir dachten schon, wenn es hier 2 Geisterzimmer gibt, dann werden wir uns auch für eine Nacht in jedem Zimmer einquartieren und mal sehen, was dann passiert. Das hier ist also Zimmer Nummer 1, in dem Michael herumspuken soll. Frank, bist du bereit für deinen Job heute Nacht? Ich denke ja. Ja, ich denke auch.
Wir haben jetzt das Gerät in der Nähe von Michaels Bild platziert. Und es wird immer ganz leicht stimuliert, aber so richtig ausschlagen, nee, das hat es bisher nicht. Aber heute Nacht werden wir es ja hören, wenn es ausschlägt. Es reagiert auf elektromagnetische Felder. Das sieht man jetzt, wenn ich mit meiner Hand über das Gerät gehe. Dann merkt man es. Natürlich wird unser elektromagnetisches Feld durch den Körper, durch die Haut, durch das Fleisch etwas gedämpft. Aber ein Geist hat das ja nun mal nicht mehr. Ne? Da merkt man, es reagiert auf mich. Und wenn du es an Michaels Foto hältst? Michael ist nicht da. Na schön, wir haben es versucht. Wir werden es erfahren. Ja, allerdings. Und ihr werdet es auch erfahren. Also, bis morgen. Wir sagen euch dann, was heute Nacht passiert ist. Bis morgen. Ja, wie war denn die Nacht heute in Michaels Spukzimmer Nummer, was hat 218, ja. Ja, Zimmer 218 im Crescent Hotel ist bekannt dafür, dass es dort spukt. Und da haben wir unsere erste Spuknacht verbracht. Und ja, was haben wir da erlebt? Also für mich war sie wirklich spooky. Also wir haben ja gestern schon erzählt, dass da einiges passiert ist. Mit der Klimaanlage etc. Aber auch die Nacht war ausgesprochen spannend. Also meine Nacht war wirklich, ich habe das Gefühl, nicht geschlafen zu haben, obwohl ich geschlafen habe. Es war mehr so eine Art Hypnagog-Nacht. Man hat immer zwischen Wachen und Schlafen die ganze Zeit verbracht. Und ich habe auch immer wieder wahrgenommen, wie unser Geisterdetektor immer wieder ausgeschlagen hat. Immer wieder, dann war es wieder eine Weile ruhig und dann hat er wieder angefangen, irgendwie auszuschlagen. Jedenfalls hatte ich gleich zu Anfang auch einen spannenden Traum, in dem ich plötzlich im 19. Jahrhundert war. Also Ende 1880 muss es so gewesen sein, Anfang 20. Jahrhundert, ich weiß es natürlich nicht genau, es sah jedenfalls noch sehr alt aus. Ich habe halt dieses Hotel hier gesehen und dass es halt auch diesen Michael wirklich gegeben hat. Also ich erinnere mich leider tatsächlich sehr wenig an diesen Traum, nur eben, dass Michael darin vorkam, die Zeit um 1880 und eben das Hotel zu dieser Zeit. Ich habe auch Infos bekommen, eben, dass es diesen Michael gegeben hat. Ich habe auch den Michael von damals wahrgenommen. Ich glaube, ich habe ihn nicht, weil eben alles in diesem Altertümlichen wirkte. Ich habe den Geist von Michael wahrgenommen, aber ich glaube, das war nicht heute. Ich habe ihn auch nicht astral wahrgenommen. Ich habe irgendwie davon, ja, Hypnagog geträumt, würde ich sagen. Und da war auch dieser Michael als Geist irgendwie, zumindest die Infos dazu. Also ich erinnere mich nicht mehr zu 100%. Jedenfalls stimmt das schon mit dem Michael. Ich habe davon geträumt, dann bin ich irgendwie aufgewacht, weil der Geisterdetektor ausgeschlagen hat. Bin ich wieder eingeschlafen, dann hatte ich alte Bücher und altes Pergament vor mir. Also wieder auch in Bezug auf die alte Zeit, wo das Hotel wo gebaut wurde. Ja, das waren jetzt so erstmal meine ersten Erlebnisse, die mir jetzt so spontan einfallen. Und ja, es war eine spooky Nacht. Ja, das ist richtig. Also ich erinnere mich noch daran, dass Frank, unser zweiter Geisterdetektor, ne, mich dann nachts geweckt hat, ne, indem er dann halt zu mir ankam und ja, über mich drüber lief oder solche Sachen, um mich zu wecken. Das macht er ganz gerne. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, dass tatsächlich jemand da ist im Zimmer. Ja, stimmt, genau, das war ja noch, ne? Das Ja. war plötzlich links einer bei der, genau. Und der Geisterdetektor hat auch mal reagiert, so ne? Und aber mehr ist da auch nicht passiert, muss ich sagen. Also ich hatte irgendwie dann die Intuition, dass das nicht der wahre Geist von Michael ist, sondern eher eine Art Zeitecho. Sozusagen ein Echo von ihm, eine Art Fußabdruck. Ja, das war eben mein Eindruck. Er ist also nicht mit seiner vollen Persönlichkeit
in diesem Zimmer aufzuspüren, sondern nur ein Abdruck von ihm. So wie man vielleicht einen Fußabdruck im Sand hinterlässt. Ja, ist ja nicht der echte Fuß. So mal, ja, verstehe ich. Ne? Ja, Also so kann man sich das vorstellen. Ne? Aber in allem war es eine interessante Nacht, fand ich. Ich würde zumindest erklären, dass ich ihn nur geistig oder als Geist wahrgenommen habe im Anfang des 20. Jahrhunderts und nicht halt in der Jetztzeit. Das würde erklären, warum. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ja, wir sind jedenfalls gespannt auf das nächste Zimmer. Theodora, die Dame, die da hinter uns hängt. Ja. Ihr seht sie vielleicht über Nikis Kopf schweben schon. Ne? Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein Omen darstellt. Man weiß es nicht. Jedenfalls befinden wir uns jetzt im obersten Stockwerk des Hotels. Nun gut, Gerüchte besagen, es gibt noch ein 5. Stockwerk. Wir sind im 4. Stockwerk. Aber das konnten wir noch nicht so direkt finden. Ja. Naja, das ist ein anderes Thema. Und wir hoffen eben, dass wir heute Nacht dann auch Theodora wahrnehmen werden, die eben hier in diesem Zimmer gelebt hat und auch noch hier herumspuken soll. Ja. Ja? Und dazu zeigen wir euch natürlich auch das Zimmer und die Ergebnisse, was wir da erlebt und gemessen haben. Ja, was ich so kurz überflogen habe, die Theodora war jetzt kein Hotelgast hier oder so. Die Aufzeichnungen über Theodora sind auch nicht super klar. Es wird vermutet, dass sie hier eine Patientin von dem Norman Baker war, eine Krebspatientin, die dann aber wohl gestorben ist. Das war jetzt so im ersten Überfliegen, was ich so mitgenommen habe, nur so als Grundinformation. Der Norman Baker, der war hier Arzt und hat versucht, Krebspatienten zu heilen, hat es auch zu einem großen Prozentsatz laut Aussagen der Investigationsdame geschafft innerhalb von 6 Wochen. Ja gut, bei Theodora dann wahrscheinlich nicht so, aber anyway. Vielleicht schaffen wir es ja, sie heute zu fragen. Heute Nacht verbringen wir die Nacht im Theodora-Zimmer. In diesem Zimmer hat eben Theodora gelebt und ist das 2. Spukzimmer im Crescent Hotel. Also eine ziemlich große Suite, sogar mit Kamin und 2 Bildschirmen. Eins fürs Wohnzimmer und eines für das Schlafzimmer. Also ein sehr schönes, großes Zimmer. Wieder mit älteren Gemälden an der Wand, eher so im impressionistischen Stil. Und auch in diesem Zimmer gibt es ein Gemälde von der Theodora, das dann so aussieht.
Hätte, glaube ich, von ihrem Aussehen her gut zu Michael gepasst. Also ein sehr schönes Zimmerchen. Bisher das größte Zimmer, das wir hier in dem Hotel hatten. Hier gibt es auch so kleine versteckte Türen. Die einer hier im Zimmer aufgenommen haben soll. Exploring the haunted Theodora's room outside watch. Had a ton of stories to tell us about Theodora's room, which is the room we were staying in. Being a quote non-believer, I wasn't worried. Die haben schon vor uns hier geschlafen. We have to stay here. What are you worried about? Can we just leave the door open all night, maybe? Well, she'll close it. We've already seen that. I don't want to go in there. Come on. Theodora ist einer der bekanntesten Geistererscheinungen im Crescent Hotel in Eureka Springs in Arkansas, das als Amerikas am meisten von Geistern heimgesuchtestes Hotel gilt. Wer war Theodora? Die Identität von Theodora ist nicht eindeutig geklärt. Einige Berichte beschreiben sie als ehemalige Krankenschwester, die während der Zeit des Baker Cancer Hospitals 37 bis 1940 im Hotel arbeitete und später selbst an Krebs erkrankte und dort verstarb. Theodora wird häufig in Zimmer 419 gesehen, das als ihr ehemaliges Zimmer gilt. Gäste berichten, dass sie als ältere Frau in historischer Kleidung erscheint, oft nach ihren Schlüsseln suchend. Sie scheint eine Abneigung gegen Unordnung zu haben und ordnet gelegentlich persönliche Gegenstände der Gäste wie Schmuck um. Einige Gäste berichten von plötzlichen Temperaturschwankungen, vom Geruch von Desinfektionsmitteln und dem Gefühl, beobachtet zu werden. In einem Fall fanden Gäste ihre Koffer gepackt an der Tür vor, nachdem sie sich zuvor im Zimmer gestritten hatten, was als Zeichen gedeutet wurde, dass Theodora sie zum Verlassen aufforderte. Ja, das Crescent Hotel wurde 1886 und diente unter anderem als Luxushotel, Mädcheninternat und später als Baker Cancer Hospital. Von dem umstrittenen Norman G. Baker, der ohne medizinische Ausbildung angebliche Krebsheilungen anbot. Viele Patienten starben während dieser Zeit, was zur heutigen Reputation des Hotels als Spukort beiträgt. Ja. Macht Sinn. Also war Theodora dann auch eine Patientin von Norman Baker? Ja, scheinbar später dann ist sie von der Krankenschwester zum Frank, was ist da? Zur Patientin geworden. Was macht Frank? Weiß ich nicht, der sitzt auf der Couch in der Ecke rum. Sowas würde er nicht tun. Wieso tust du das, Frank? Warum sitzt du da? Was machst du da, Frank? Das ist strange. Unser Geisterdetektor 2 ist angesprungen. Frank? Ist Theodora da, Frank? Check mal die Gegend, Frank, was da los ist. Sitzt die hinter mir? Wieso guckst du hinter mich, Frank? Ich will das nicht. Ist sie da hingegangen? Schmeiß mal unseren Geister den anderen an. Frank, wo ist sie? Zeig mal. Geh mal dahin, wo die ist. Schmeiß mal unseren Wasserdetektor an. Ne? Frank hat dort hingeguckt. Ich nehme das mal, ich gehe da mal hin. Ich glaube, ich räume dann jetzt nochmal das Zimmer auf. So, ich gehe jetzt in das dunkle Zimmer. Ich werde mich jetzt vor Theodoras Bild stellen.
Theodora, bist du da? Bist du hier mit uns im Zimmer? Wenn ja, komm ganz nah zu uns. Der zweite Geisterdetektor kommt auch her. Das lassen wir heute Nacht da liegen. Mal gucken, ob es morgen immer noch an der gleichen Stelle liegt. Ich denke, ich möchte auch dieses Kissen unordentlich hinlegen. Gut. So. Ja, wir liegen jetzt im Bett in Zimmer 419, in dem Theodora gelegentlich gesehen wurde, beziehungsweise ja, einige Gegenstände umgeordnet hat. Ja, sie lebte und starb hier. Ja, richtig. Und mal sehen, was heute Nacht so passiert in Theodoras Zimmer. Und wir sind schon gespannt. Ja, kann gruselig werden, hoffentlich. Ja, vielleicht meldet sie sich ja bei uns oder hat was zu sagen. Oder vielleicht gefällt ihr jetzt nicht, dass das T-Shirt mitten im Raum liegt. Hoffentlich ist hier nicht nur ein Abdruck wie der Michael. Ja. Naja, jedenfalls morgen erzählen wir euch mehr. Gute Nacht. Gute Nacht. Schöne Träume. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben ja heute Nacht in dem, Haunted Room, in dem Spukzimmer des Crescent Hotels in Eureka Springs übernachtet. Und wie waren so die Ergebnisse dieser Nacht? Ich habe geschlafen wie ein Stein. Also es ist einfach rein gar nichts passiert. Also die Suite ist wunderschön und wir hatten, klingt jetzt komisch, wenn ich sage, aber viel Spaß in diesem Zimmer. Also war schön, aber passiert ist hier für mich einfach gar nichts. Nee, also würde ich auch sagen, ich bin irgendwann mal früh morgens wach geworden, vielleicht war es so 6 Uhr, 7 Uhr. Und da hat eben der Trifeldmeter ausgeschlagen. Das ging bestimmt 1-2 Minuten so, dass es irgendwie, kräftig ausgeschlagen hat. Ich habe mich dann auch im Zimmer umgeschaut und so und ich habe nichts wahrgenommen, nichts gesehen. Ich konnte mir den Ausschlag jetzt nicht erklären. Kann sein, dass Theodora zwischendurch da war oder in diesem Zeitraum, aber ich habe jetzt nichts wahrgenommen. Aufgeräumt hat sie auch nicht. Nee, das hat sie auch nicht. Also, ich würde sagen, das andere Zimmer mit Michael war sehr spannend, ja. War auf jeden Fall sehr spannend, aber in einem Zimmer mit Theodora, da ist nicht viel vorgefallen. Ja. Jedenfalls wollten wir euch noch diese kurze Übersicht geben oder den Nachtrag zu unseren Erlebnissen in Theodoras Zimmer und wie gesagt, ist nicht viel passiert. Nee. Aber ich hatte auch irgendwie so den Eindruck, als ich morgens wach geworden war und den Ausschlag des Geisterdetektors wahrgenommen hatte, dass Theodora irgendwie vielleicht versucht hat, hier hinzukommen und dass es immer gewisse Zeitfenster nur für sie gibt. Oh, okay, interessant. Also das war so mein Eindruck und wenn das stimmt, den intuitiven Eindruck, den ich da erhalten hatte, dann würde das bedeuten, dass Theodora also nicht beliebig in ihr Zimmer kann, sondern nur in bestimmten günstigen Situationen. Warum nicht? Ja, vielleicht. Das heißt also, man müsste hier schon wahrscheinlich 1 Woche oder 2 Wochen verbringen, um mit Theodora irgendwie einen Kontakt aufbauen zu können. In dieser Hinsicht denke ich, das würde unser Budget ein bisschen sprengen.
Ja. weil preiswert ist das hier auch nicht. Ne? Hier kostet ja eine Nacht schon wie viel? 300 ungefähr? Ja, 300 Mäuse. Ne? Und wenn du dann mal eine Woche hier bleibst, weißt du, wie viel Geld du dann gleich los bist. Ne? Ja. Und aus dem Grund, ist halt so gekommen, wie es ist. Ne? Jedenfalls hoffen wir, dass euch unser Video trotzdem gefallen hat. Und Ja, wir hatten eine gute Zeit, würde ich sagen, hier. Ja. Also das Crescent Hotel hier in Eureka Springs können wir sehr empfehlen. Die gesamte Gegend um Eureka Springs ist wunderschön, lohnt sich. Also solltet ihr mal nach Amerika kommen, das wäre der Ort zum Leben. ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt schon viel in Amerika rumgekommen und Eureka Springs gehört definitiv, wenn man hier leben wollte, zu unseren Favoriten. Ja, unbedingt. Ja, die Gegend ist wunderschön, viel Wald, viele schöne, verschlungene Wege, historische Gebäude, die man hier sehen kann. Also es ist schon wirklich ein traumhaftes Fleckchen hier. Ja, und in dieser Hinsicht würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.